you ever talk to God above? Tell him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes? Every tiny little fear he knows. You can know he'll always hear, and he will answer prayer. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there. In a meadow by a stream, he's there. Anywhere on earth you go, he's been there from the start. Find the answer in his word, it's true. You'll be strong because he walks with you. By his faithfulness he'll change you too. God answers prayer. Did you ever talk to God above? Tell him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes? Every tiny little fear he knows. You can know he'll always hear, and he will answer prayer. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there. In a meadow by a stream, he's there. Anywhere on earth you go, he's been there from the start. Find the answer in his word, it's true. You'll be strong because he walks with you. By his faithfulness he'll change you too. God answers prayer. So sei auf Gott, der Welt dir leid, dort heiligt frie Mut. An seinen Seiten Heiland jag, Moaz han så god. Ek vrem om min Heiland die, du warst dos Mensch geschenkt. Dort ek begotten, Gott be min, wo sie ek so begleit. Word ek dan selig, seinem Brot, schoft ihnen Leib en mir. Verjewend leben, Kraft genug, verlichten Trost bedient. Ek loof nu God in seinen Sinn, dank dem ek siehe rat. Loof Engel am in seinen Thron, hoch hevam ook min jest. Dat is het eerste lied waar we dat opverheven. Dat is een lied wat we nu al een langere tijd hier zo niet gaan gezongen op een zeer schijnt. Dit lied, euer Herz erschrecke nicht. En don't wat de omstandigheden zijn. Wir brauchen uns nicht ängsten wegen Gott. Er ist mit uns. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertraut, in dem ausweglosen Lagen Gott vertraut.
an den hoffnungslosen Tagen Gott vertraut, in den angsterfüllten Stunden Gott vertraut, vor der ungewissen Zukunft Gott vertraut, in den ausweglosen Lagen Gott vertraut, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertraut, in den angsterfüllten Stunden Gott vertraut. Worte, die das Fürchten lehren, Krisen, die die Angst vermehren, Mauern, die Sicht verbauen, Pläne, die wir nicht durchschauen, Menschen, die uns Angst einjagen, Nöte, die sich überschlagen, Dramen, die uns sprachlos machen, Sorgen, die zu schaffen machen. Euer Herz erschrecken nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecken nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertraut, in den ausweglosen Lagen Gott vertraut, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertraut, in den angsterfüllten Stunden Gott vertraut. Aufbruch in das unbekannte Schatten wirft das ungeplante Abschied, der uns endlos schwerfällt, Zweifel, der das Herz zutiefst quält, Fehler, die man nie verziehen kriegt, Schuld, die schon so lang zurückliegt, Hoffnung auf den neuen Anfang, Ängste, weil so oft misslang. Euer Herz erschrecken nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecken nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertraut, in den ausweglosen Lagen Gott vertraut, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertraut, in den angsterfüllten Stunden Gott vertraut. Wenn wir Gott vertrauen in alle Umstände, hey, Wort ans Sterk halten. Noch ein Leid, öffne mir die Augen. Gott, merk meine Augen auf. Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Öffne mir das Herz, Herr, ich will an dich glauben und streck deine Hand aus, berühre mein Leben, öffne den Verstand, Herr, erneuere mein Denken, nimm meinen Willen,
zu berühren, zu Jesus zu führen. Öffne unser Leben, zu sein so wie Jesus, dass alle sehen, du bist der Erlöser. Aber du beten, himmlisch Bruder, wir beten, dass der Leid sagt, du machst unsere Üben aufmerken. Herr, dem Dinge so sein, dass du das sein lässt. Tim den nötigen Raum anzeigen, sagen, wo wir können haben. Herr, wies die uns, was wir persönlich kennen, und jeder ein von uns hier so von dir. Ich bete auch besonders stark die Botschaft, was Hermy wird geben. Dass die uns diese Dinge macht, klar machen, wenn wir denken an die Wahrheit und was die Wahrheit ist, und wo wir das ausleben tun. Machst die uns durch die Botschaft von dir, diese Dinge klar machen, was ich kann tun, zum Unterschied machen in der Welt für die, wo ich Menschen in die kann bringen. Wir beten Jesu Namen. Amen. Kinder waren dann Rückkommen von dir. Wir haben erst von dir eine Kindersegnung. Ich würde freuen, dass knallshart wenn hier in der Ferien was gekommen. Die sind nicht mal so fertig hier, dann müssen wir sagen, das zu nutzen. Die sind, die waren hier gekommen, müssen wir sagen, die Kinder zu segnen, für ihn zu beten. Wie wohnt er dem so weit auf? Sag gut, vielleicht haben wir was gemacht, und wer ist der, wo alt ist der? Kannst du hier vielleicht vertrauen? Nun von Ihnen, ja. Ja, ons wir sind Gerardo, Läw de Woarheit. En hij is nu 5,5 maanden. So, wir sind sehr dankbar für die Gesundheit, was er bei Tina mal gehört hat. Und ja, sehr schön. Gut, Dankeschön. Wir haben ja eben dem so angewandt. Wir werden so schwindesmäßig als wir können die Kinder segnen. Aber die werden wieder offen, dann jinkt das nicht. Und dann lasst mal, was hier werden, ihr was, aber für jeden. Das wollen wir nicht. So, wir würden gleich für ihn zu beten, würden wir alle abstehen. Weil wir für ihn beten, weil wir für ihn das Lied beten, weil wir für Gerardo selbst beten, der kann stark abwasen. Himmlisch Bruder, wir danken dir für knallshart. Wir danken dir, dass die End hast gesehnt mit einem Jüngchen. Herr, wir beten für Gerardo, dass du machst am abwasen, abtragen. Herr, und dort nie all, wenn er klein ist, er wird dein Wort kennenlernen. Dass er wird stark in gesund sein. Ich bete für die Eltern. Herr, dass du machst ihn Kraft geben, die Mama und die Papa zu sein, was der Jung fehlt. Herr, du hast einen Segen, wenn wir Kinder kriegen. Und so hast du auch in dein Wort gesagt, du hast einen Segen von dir. Und so nehmen wir das auch an. So ich bete, dass du machst ihnen auch Weisheit geben, die abzutragen, auf den rechten Weg, dass du machst auch Leute im Leben, die können annehmen und auch für die leben. Herr, musst du ihnen Kraft geben, den rechten Weg, die Kinder abzutragen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Und ich dann weiter an, und wir haben noch Wort für uns. Ein Geschenk dann von der Kjoakj aus. Dankeschön. Muss Gott ihn segnen. Als nächstes dann würde ich fragen, dass die Kinderarbeiter würden hier so dann fern kommen. So, wenn ihr hier so ja sind, die haben Kinder von 2 bis 5 Jahren alt, du hast eine Kinderkjoakj, was du so als verehrt angeboten. Die brauchen gleich, die können auch weil ich hier so sein sein, aber du hast eine Option für dich. Guten Morgen, alle. Ja, ich heiße jeder ein noch einmal herzlich willkommen hier von der Ausmars zu unserem Gottesdienst. Ich sage, hier sind ja an uns mit. Peter Freisen sind hier von Tamaulipas, so willkommen auch hier. Sie schaffen in Tamaulipas eine solche Kjoakj, was wir sind. Wir sind ihr Schwester Kjoakj Taub so. So wir freuen uns auch ganz besonders, wenn sie uns hier kommen besuchen. Wir haben uns über die letzten 2 Sendungen all an Wahrheit geredet. Der erste, wo wir von reden, wird Läw de Woarheit. Der nächste wird Läw de Woarheit. Und von der, wo wir da kicken an Läw de Woarheit. So, aber ich will war frisch bis ans Notmerken, da wir ein paar Dinge waren, da Namen bringen, wenn hier sind, Wort von der Jahren, die haben vielleicht nicht gehört, aber Wahrheit
hat bloß zwei Seiten. Da will ich frisch sein. Das ist Reich oder das ist Arach. Das ist Wahrheit. Du hast nicht was waschen. Du hast nicht so ein Ding aus Fleisch an Gott sehen wird. Das ist Reich oder das ist Arach. Und da sind bloß die zwei Dinge. Und dort ist, wo in der Bibel Wahrheit ist. Und zwar dort Kurs oder dort nicht. Und du sind bloß zwei Dinge, wo wir können herangehen. Wir können bloß Gott nur folgen oder bloß so tun nur folgen. So tun als Lehres und Gott als Wahrheit. Und du sind bloß diese zwei. Und so tun als einer, der einmal ans Leben will, für sich zu kommen mit Wahrheit. Und Gott ist aber einer, der einmal will an uns kommen mit Wahrheit. Gott ist der, der uns Wahrheit lehren, Gott will uns Wahrheit geben. Und dort müssen wir klar kriegen in uns Leben. So, das ich sage, entweder wir leben in Wahrheit oder wir leben in Wahrheit. Wir haben nicht so ein Ding auszutwaschen. Kijk so klar als die Bibel erstmal ons Leben mit ewig Leben verloren zijn, so klar als das an das auch. Entweder du bist gerat oder du bist nicht. Wir haben nicht so ein Ding aus Hofgerat. Das ist ganz oder nicht. In der Wahrheit ist kijk so. Du bist reich oder das ist arach. Du lebst für Gott oder du lebst für so tun. Du hast nicht so ein Ding aus nach einer Gräberstrieb, wo wir boven wohnen können. Wir proben dort fertig, aber das ist nicht reich. Wir müssen dort klar haben. Wie wir in Kjoakj waren mit unseren Tags, wo ich all die anderen zwei Sendungen habe gebracht. Wir waren in Kjoakj mit denen frisch, waren wieder gehen. Und von der waren wir wieder kicken an den Aufschnitt, der letzte Part von den Aufschnitt. Und dort ist 1. Mose Kapitel 3, da war von 1 durch 8, da wir dort lesen und da war wieder kicken. Dann sagt es das, in der Schlange wird lästiger als irgendein anderes wilde Tier. Und Gott der Herr, was Gott der Herr gemerkt hat. Und er sagte dir früh, hat Gott wirklich gesagt, dass je von irgendeinem Baum nicht eten soll? Und die früh sagte der Schlange, wir dürfen von der Frucht von den Bäumen im Garten eten. Aber Gott sagt, je soll nicht Frucht von dem Baum eten, der mitten im Garten steht. Je sollen du nicht von eten, in den nicht einmal anschieren, so dass je nicht sterben. Aber die Schlange sagte dir früh, je wollen gar nicht sterben. Und Gott weiß, dass sobald als je davon eten, wollen je nicht Juden op zijn en die worden zo als God zijn en weten wat goed en wat slecht is. En die vrou sagt, dat de vrucht goed leidt en dat hij goed te eten wird en dat de einen kunnen wat verständnis geven. Dan nemen zij van de vruchten uit en geef ihr man ook en de uit. Dan verstanden zij beid en zouden dat zij nuchtig werden en zij merken zich wat van vielen Blätter om zich bedagen. Und aus der Dachumfang aufzukeilen, hielten sie, dass Gott der Herr am Garten jingt. Und die Monate der Früh verstärken sich von dem Herrn, Gott mangt die Bäume am Garten. So fahren wir wieder gehen, wo ich fragen, wir uns von Haupt nehmen zum Gebet. Lieber Mensch, wir kommen für dich und diesen Morgen. Wir danken dir von jeder einer, der heute gekommen ist. Der von der heute gekommen ist, ich habe Zeit genommen, um sich enger verbinden mit dir, um Gemeinschaft haben mit dir. Vor ich hoffe, dass jeder einer, der von dir und diese je Feuerwehr ist nahe gekommen, dass dein Hort eine Anstellung hat, die nur der kann zu lernen. Dollar an der Wahrheit zu leben. Ihr Leben dollar auf der Wahrheit zu gründen. Und nur die getragen zu werden. Vor ich bete, dass jeder einer hier von der Band macht, den sehen erfahren und dass sie die wollen kann loben und preisen dafür und dass sie wollen ihr Leben dollar nur die tragen und mehr für die für sie zu leben. Dort bete ich in den Namen. Amen. So sage ich ja, sein, verschiedene Dinge. Hier steht, an diesen Tagen habe ich dann all diese Dinge mitgenommen, erstlich, wo Gott gesagt hat, dass sie soll nicht tun und sie doch nicht so tun und sozusagen eine halbe Wahrheit durch feststellen, eine Lehre ist und sie folgen für dort. Und der nächste check wie wo sie die Frucht anchecken und sie folgen live sozusagen mit dort und sie nehmen. Sie die Wahrheit, das was sie nicht sollen tun, mit der Wahrheit anfangen zu wählen. Was wollen wir lieber? Und sie Eva und Adam und Eva, sie checkten, und das Jahr, das so sei, wenn das können das und diese Dinge tun, und das sagt Gott, und sie nehmen dort, und das braucht und diese Schwierigkeiten an den Sinn. Und von der Seite, wie hier steht in den letzten Vers, sagt er, dass sie das nicht alle tun, haben, dann können sie auf einmal verstehen, dass sie wirklich sind und so wieder. Eigentlich, was sie wirklich nur verstehen können, dass sie sind nicht von Gott getrennt. Und dann sagt er in
achterfars en als de dag omvang op te kuilen, hierin sei dort Gott der Herr am Garten ging, en de Monden der Früh verstücken sich von dem Herrn, Gott mangt de Baum am Garten. Die Frau, wat ik van jou wel het eerste vrouw, als deze vrouw. Was du weten, wo dich bei dir in Wahrheit leben ist? Weißt du, was die Antwort für dort ist, um natürlich das erste weten? Wo eng ist deine Gemeinschaft mit Gott? Wo Jahren wirst du mit Gott Gemeinschaft haben? Wovon genau das Verlangen hast du mit Gott, mit Arm taub vertrauen und Gemeinschaft haben? Mit Arm. Hier ist das so, wie so schwinn aus dem Mensch, das erfahren hat, dass Sinn in sein Leben angekommen wird, was der Mensch verstückt sich von Gott. Das, wo wir von der und Tag nach einmal kriegt, das selbe Ding leben wie von der und Tag nach einmal war. Eva und Eva und Eva, das ist, was diese das tun. So schwinn noch wie was Unrecht tun, so schwinn uns wie ein Fehler merken tun, wenn wir nicht mit handeln tun, dann tragen wir uns von Gott weg. Dann werden wir bald nicht mehr eine Gemeinschaft haben mit den anderen Menschen. Wir werden nicht mit Gott sein Wort in die Gemeinschaft kommen. Wir werden nicht mit Gott beten, weil wir tragen uns wahr. Kriegt das Arm und Eifer tun. Wir fangen uns Leben an zu verstärken für Gott. Wir gehen nicht vielleicht nicht manche Bäume oder was immer. Und bei uns wir brauchen uns irgendwo allein aufzuhalten. Wir wollen nicht mal Gemeinschaft haben, nicht mal gewöhnliche Gemeinschaft mit Menschen, wenn die wollen auf einmal antworten, wer ich sehe, was euch gut ist in meinem Leben. Und dasselbe Ding passiert hier, wird, seit ihr einmal von der Wahrheit los werden, dann wollen sie sich von Gott verstärken, sie deuten sich trauen. Und das ist dasselbe Ding, was wir uns machen fragen. Wo stehe ich mit Gott sein Leben? Wo ist mein Wandel? Wo ist mein Leben an der Wahrheit von Gott? Wo stehe ich? Wo eng ist ich? Wo viel Verlangen habe ich mit Gott Gemeinschaft zu haben? Wo viel Verlangen habe ich mit der nächsten Person Gemeinschaft zu haben? Habe ich eine Freude an? Der Psalmist sagt immer, was ich freue mich an den Gesetz. Ich freue mich, dass ich dort habe. Ich freue mich, dass du mir gerecht hast. Ich freue mich, dass du mir gelehrt hast. Und so verschiedene Dinge sind aber fragst du die, wenn du Gott sein Wort lesen lässt. Oder dass die Gott sein Wort vielmal gehen an verschiedenen Städten, wo du lesen lässt, wen dort redet zu dir. Verstärkst du, welche Part von deinem Leben manche Bäume irgendwo, wo Gott sein Wahrheit nicht bekommt? Oder ist dein Leben ab? Lass du dich von Gott sein Wort unterrichten. Wir haben das ganze Thema, also durchgegangen, Läw de Woarheit und Läw de Woarheit. Und nu das Leben der Wahrheit. Aber ich will dir ein Ding sagen, wenn wir das nicht verstehen können, wenn wir das nicht vernehmen können, dass Gott absolut Wahrheit ist, dass die Bibel absolut Wahrheit ist, das hilft uns nicht, wenn wir das lernen, nicht, wenn wir das leben. Wir müssen das lernen, wir müssen das leben und wir müssen das leben, wenn dort nicht, dann haben wir das Verdammtheit. Wenn wir diese Dinge nicht haben. Wenn wir nicht erst Gott sein Wort als Wahrheit annehmen und Gott als Wahrheit an unser Leben haben. Wir haben nicht die ganze Bibel zu lernen, was der Band ist, wenn ich dort nicht glaube. Und wenn ich nicht an Gott glauben will. Und so sage ich sagen, wenn wir wollen wissen, wo ich bei meinem Wandel ist mit Gott und wo ich mit Gott stehen will, das Erste, wo wir uns selbst prüfen ist, wo ist meine Gemeinschaft mit ihm? Wo dich bei in Wahrheit leben ich in Gott? Oder wo sind ich Verstärken irgendwo? Das ist gleich die erste Frau, wo wir uns so fragen, wenn wir denken und an Wahrheit leben. Kann Gott sein Wort ganz in unser Leben ankommen und uns ganz in Chor unterrichten und gleich wie dort, wenn er uns unterrichten wird. Oder da wie die Bibel umfängt, nur uns Leben zu leben. Die Bibel anzupassen, so was mir passen wird. Das sind Dinge, die schaffen nicht. Wenn ich mich will, auf Gott sein Wort will, nur rechten, nur leben, dann mache ich dort so, als was das ist, du nur leben. Und nicht so leben, als was mir dort jankern wird, und Gott sein Wort, du nur ausleben, als was ich glaube, was das sagt. Wir müssen dort lernen und dann nur noch leben, als was wir dort verstehen können. Aber was ich meinte sagen, ist nicht, dass die anpassen, dass die mir passt. Dann merken wir Fehler und dort trennt uns von Gott. Und das ist, was so tun will. So tun will uns wie Vijand zegt, dichtbij de waarheid houden en dan afhängen. En dat is wat hij immer war deed. Hij wil ons leven, wenn wir in de waarheid leven, dan braucht hij zo'n verschiedene dingen, als wat hij hier met armen ei verdient. Dan braucht hij dat om ons afhängen.
Erst Frauen Theken stellen und dann anfangen, Dinge in uns Leben anzubringen, uns Wesen sein, dass sie uns nicht Wort kennen, mit die verleiten und uns aufweigen, von einer Wahrheit zu leben. Und du weißt erst, die Wahrheit ist das ganze Fundament, wo das soll boven gebaut werden. Und wie kann ich ein von denen raufnehmen? Wenn wir das raufnehmen, dann fehlt das Wort. Wir müssen die Wahrheit lernen, was der ist. Und ab der Wahrheit, müssen wir uns das Leben abbauen, dass wir Leben haben für dich. Und ab der Wahrheit müssen wir uns Leben anstellen. Und wenn wir dort nicht tun, dann merken wir Fehler und dann wollen wir euer Lothar uns von Gott auch verstärken, wie wir nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Und ich will auch mal 1. Mose Kapitel 38, wo noch war er nach einmal 39. Du hast dort 18, 1. Mose Kapitel 39, 18, noch einmal klein bisschen, wo du sagen dat. Das für Josef ist. Und das ist, habe wir uns auch euer bekickt. Und der Vers 8 sagt, aber hier ist, wo die Frühen am Camp und sei gelassen in den Arm und sei wel handelt, sich soll mit Ardulein. Aber das wird du dann angehen, der im Vers 8. Aber heu wird auf und sagt, check einmal, mein Wirt braucht mir am Nisch und an seinen Familien düren. Wils heu sich ab mich verlat, heu haft mir über alles gesagt, was heu haft. Wenn wir wollen in der Wahrheit leben, wenn wir wollen kennen, in der Wahrheit verderweg gehen, sind ein paar Dinge, die wir machen, klar haben. All diese Angriffungen, so tun weit wie alle, dass er von dir uns angreifen wird. Über verschiedene Wege. Ein Weg oder den anderen Weg. Und wir müssen lernen, was Wahrheit und was Wahrheit ist. Und wir müssen dort verstehen können und begreifen können, dass wenn so eine Dinge an uns nachkommen, dass wir die können aufschieben. Wenn ein will in Wahrheit leben, und uns Leben auf der Wahrheit bühen, dann müssen wir das kennen. Dann müssen wir verstehen, das, was ich all gesagt habe. Wir müssen die Wahrheit lernen, wir müssen die Wahrheit leben, und dann, wo wir so eine Dinge kennen, was das Josef auch tut. Der Wahrheit hat Eierreichtigkeit, sinnvoll in sein Leben noch. Und dann sagt uns, das Wort hier ist das, aber er wird auf. Das wird früh, wo so tun an sein Leben will ankommen, wenn er lebt ein abrechtes Leben. Er lebt an der Wahrheit. Und dann will so tun gleich das nicht, wenn wir tun. Und er will dann kommen, aber er wird eine Wahrheit gelehrt, er läuft die Wahrheit, und dann kann er aufschieben. Und er sagt, er schafft er auf. Und dann in den 10. Vers, das ist das andere Ding, wo wir mal verstehen können. So tun kann nicht bis einmal noch uns. Wenn wir in Wahrheit leben, der wird nicht bis einmal kommen. Weißt du was, der fällt nicht fair, er nimmt dort nicht. No, so tun es nicht so. So tun wird wahrer und wahrer und wahrer kommen. Und wenn wir hier stehen, dann verstehen wir, dann sagt er, und wenn sie auch Tag für Tag so zu Josef redet, horcht er nicht nur dort er mit seinen oder legen wird. Das ist, was so tun das. So tun das nicht bloß durch seine Dinge steht. So tun auf Hunderte und Tausende andere Dinge, woher in uns Leben will ankommen. Und das sind diese Dinge, wo wir mal klar haben. Wenn wir wollen eine Wahrheit leben, wenn du willst Wahrheit leben, musst du erst Wahrheit lernen. Du wirst nicht erst Wahrheit leben und dann Wahrheit lernen. Du weißt erst, dass das Wichtigkeit ist, was wir haben. Erst mal die Wahrheit lernen, dann die Wahrheit leben, und dann fangen wir das an zu leben. Und dann können wir so eine Dinge aus das tun. Dann können wir aufschieben, wenn so tun mit seinen Angriffungen kämpft. Und wenn er wahrer kämpft, dass wir lernen, nur Gott seine Stimme zu hören, und er steht nur so tun seine Stimme. Wenn das was er tut. Die Bibel sagt hier nicht, was er tut, aber er sagt, er hört nicht nur. So haben wir uns gelehrt, wenn wir wollen eine Wahrheit leben, wenn wir die Wahrheit leben wollen, haben wir uns gelehrt, dass wir weiten, wo Lehe sind und wo Wahrheit ist. Dass wir können das aufschieben, wenn so tun seine Stimmen uns nennt und uns gewinnen will, um von der Wahrheit aufweichen, dass wir dort morgen nicht nur dort horchen tun. Dort aufschieben tun. Wenn das uns sein, dann schieben wir dort auf und wir lernen uns Dollar und Dollar nicht mehr dort zu horchen. Und wir lernen uns Dollar nur Gott sein Wort zu horchen. Wir rufen Deut an Gott sein Wort nennen und wir wohnen Dollar ab Gott sein Wort. Ich denke dann an, da wird Jesus sagen, dass ein weiser Mann, der büht sein Haus ab den Stein, er grauft, bat ab den Grund, dann du büht sein Haus ab, der andere büht bis ab Sond und büht, und was der Sturm kommt, ein bleibt bestehen und der andere fällt. Habt ihr mal gedacht, dass das, was Jesus dort vertellen hat, er sagt nicht, dass einer hat mit besserem Material gebüht als der andere? Bei einer grauft ab der Wahrheit. Er büht sein Leben ab der Wahrheit. Und dann, wenn seine Angriffungen kommen, dann kann er bestehen.
Aber wenn ich nicht will auf der Wahrheit wohnen, wenn ich nicht will bei der Wahrheit grooven, dann wird Kjoakj so eine Dinge, wenn so tun in uns Leben kommt, und wir wollen in der Wahrheit leben, wir wollen in der Wahrheit wohnen, aber wenn wir nicht auf den Grund gebaut sind, dann fallen wir. Wenn wir dort nicht klar haben, was Wahrheit ist, wenn wir nicht auf die Wahrheit gegründet sind, dann war wir wahrer und wahrer, dann fallen wir. Dann möchten wir für unsere Dinge gleich. Aber wir möchten nicht vielleicht, wir wollen vielleicht. Aber wenn du nicht in Grund hast, dann habe ich keine Stadt, dann habe ich keine Haul. Und der einzige Stadt, wo das ist Jesus Christus. Wir machen auf den Grund von Jesus Christus gerufen und sein Wort bleiben, und Arm bleiben, und Arm nur fallen. Und dort wird er lernen, und dort anfangen. Dann auf einmal, wo wir kennen, wahrer Stund in unserem Leben. Dann auf einmal, dann wo wir in Wahrheit und im Glauben leben. Und du wen sagst, wenn du was weiten, wo dich bei dir in der Wahrheit bist, prüf dich. Wo dich bist gegruft? Wo stark stehst du? Wo ist dein Leben von dir? Wo ist dein Leben, wenn du bei dieser Feuer wein bist? Was von Grund hat dein Leben morgens an deine Arbeit? Wo du schaffen das? Was von Grund hat dein Leben morgen mit dort, was Gott dir anvertraut hat? Was von Leben, was morgen sein mit dem Geschäft, was Gott dir anvertraut hat? Wo wandelst du morgen, wenn der Morgen wird kommen, von morgens durch den Weg? Wo ist dein Leben boven Gebet? Wo ist deine Anstellung? Wo fällst du dich so aus, wenn der Tag stark ist? Und du wirst anfangen, eine Gemeinschaft haben mit Gott, du wirst zu Gott beten. Wo das an dein Hort? Was du bist? Wenn du die Schlag fällst über die Dinge, die du durchgegangen sind, durch den Tag, einmal so aus, wenn wir denken, dann was an uns Tag eingegangen ist, dann auf einmal werden wir uns auch von Gott verstärken. Aber du ist so wichtig, dass wir tagtäglich groven und scharfen und down in der Wahrheit zu finden, in der Wahrheit zu leben und nur an Gott zu kommen. Dass wir mehr und mehr so aus können schlupen gehen und sagen, Gott, ich danke dir für den Tag, was du mir gegeben hast. Gott, ich liebe dich von meinem ganzen Hort. Und ich sage dir, von meinem ganzen Hort sage ich dir Gott. Und ich möchte dich nur kennenlernen. Und anstatt wir uns von Gott verstärken wollen, wir haben diese, vielleicht bei der Arbeitsstelle, wo ich sehe, sei nicht aufrichtig warst mit mir, so ich geschafft habe. Oder da haben wir was eingestellt, über das Ding zu tun. Und ich sage, du nicht aufrichtig warst. Oder ich sage, vielleicht der Wirt. Und ich habe mich geschafft, nicht aufrichtig gehandelt. So ist dann die Menschen, ich doch bloß an mich fern denken, was in meinem Leben passiert ist. Dann will ich nicht zu Gott sein, ich sage, die Gott. Dann jankert mir das nicht. Dann will ich nicht in die Gebet gehen und zu Gott vertrauen. Aber dann auf einmal, wir zurückkommen, dann machen wir Buße tun, und dann machen wir Gott bekennen, und dann bringt uns so Tränen mit Gott. Dann schauen wir auf einmal, was diese Gemeinschaft haben. Dort ist, wo wir lernen, an der Wahrheit zu leben. Und mir hat die nächste, auch war der Trainer Daniel gehen, in Kapitel 6, Vers 5. Du am Bett checken, wenn das Daniel, den habe ich auch Eier bekickt. Sie hier steht, hat das König Daniel eingestellt. Und er war eine weiße Dinge. Und er denkt an ihn wieder anzustellen, wie es was hast du passiert. Und wir wollen nicht lesen, sage ich, und aus der andere falsche Wolter, und der Falschlehrer dort antworten, sagten sie nur eine Ursache, mit der sie Daniel verklären können, wo er dort direkt nicht gut gedient hat, aber sie fangen nicht. Daniel beweist sich in alle Dinge als vertrauensvoll und nicht hängerig, sie fangen auch nicht, was er versäumt oder versklavt hat. Und am Vers 6, sie sehen dann, wir wollen nicht finden, für was wir am verklären können, bitte dem, so als er seinen Gott dient. Das ist ganz angegeben, wo wir uns begegnen von Josef
von verschiedenen Wegen, wo so tun angegriffen wird, an uns jährlich Leben an. Hier ist das so, wie wir so tun, probt, und Daniel nun zu kommen, mit der tagtägliche Arbeit. Das ist der Gruß von Reden dort. Vielleicht ein Arbeiter, vielleicht was ein Arbeiter angestellt, der viel verschiedene Dinge, oder ein Wirt. Wo wird dort looten mit dein Leben? Da ist der nächste Weg. Wo ist dein Leben boven gegründet? Wo lässt du die auflegen von dieser Wahrheit? Oder wo bist du auf der Wahrheit gegründet mit deinem Leben? Hier ist das Daniel, sie sagten nur eine Ursache. Sie sagten sein, wo war wie was fing, was er auch getan hat. Und er ging von einen Ende der andere Seite und von der anderen Seite und er fing nicht mal einmal so, dass er was versäumt hat. Und du wirst vielleicht sagen, jetzt allmählich. Nein, das ist nicht. Wenn wir wirklich ab Gott sein Wort verloten tun, uns ab dort 100% als Wahrheit annehmen tun und dort nicht anfangen, tracht zu beten, nur mein Leben nur, aber uns tracht beten, nur dort, dann ab einmal, wo wir, das was er meint, auf den Grund nachbühen und nachgerufen. Und dann wollen all diese Dinge umkommen, vielleicht Unabrechtigkeit oder nicht treu sein mit dem, was ich tue, Freelancen, verschlüren und weiß nicht, was alles in den Kanal bringen. Dann ab einmal, dann haft dort nicht mehr Raum in uns Leben. Dann fangen wir an, Grenzen zu sagen. Dann ab einmal merkt, wie wir an verschiedene Angreifungen kommen und wir lernen, die aufzuschieben. Wir lernen Stunden gehen da. Wir lernen nicht mehr horchen nur dort. Und wir lernen mehr, immer weiter dann, als Gott sein Wort redet an mich. Und dann fangen wir Dollar und Dollar an der Wahrheit zu leben. Und das wurde dann wichtig erst, dass wir diese Dinge verstehen. Adam und Eva, die wären an der Wahrheit. Sie leiten sich von so tun beeinflussen. Frauen täten stellen über Gott sein Wort. Und dann, was sie dort geschaut haben, die so tun Fuß von der anderen Seite ankommen und da entwiesen. Weißt du was, check mal. Das ist alles so gut, das ist alles fein. Das wird in uns Leben auch das. Und dann ab einmal, dann leben wir nicht in der Wahrheit und wir verstärken, was uns von Gott und bringen uns wach. Und wenn du was in der Wahrheit leben, dann nimm Gott sein Wort aus Wahrheit und stell dein Leben du nur an und nicht Gott sein Wort nur die anstellen. Ich denke noch ein Bibelvers, den habe ich in 2. Chroniker, Kapitel 28. Vers 9. Das, wo Salomo den Tempel bauen soll, und David am reden dat. Und er sagt das, und du mein Sohn Salomon, du dem Herrn, wo dein Vater sein Gott ist. Ich will noch einmal anfangen. Und du mein Sohn Salomon, du dem Herrn, wo dein Vater sein Gott ist, immer besser kennenlernen und dein Arm mit ein angeduldet Wort. Kennenlernen und dann in Anfang te doen met een angeduldet Wort. Gott sein Wort, Gott kennenlernen. Und dann dort wirklich anfangen uit te leben. Die Wahrheit leben, ohne dass ich kann auf 2 Seiten sein. Das schafft nicht. Wir haben im Neuen Testament gesagt, dass ein Baum kann nicht Seite und Salze Wutter geben. Entweder du kommst Salze Wutter raus, oder du kommst Seite Wutter raus. Und das, wo wir mal einen Dollar in uns Leben bringen, da wir das klar haben, da wenn wir für Gott leben, dann wir 100% für am Leben dann. Nicht bist du, wo mir das passt, nicht bist du, wo mir das utkommt, und nicht bist du, wo mir das jankern dat. Josef kam dort nicht ut, zu sagen, weißt du was, am kam dort ut, aber physisch gedacht kam am dort nicht ut, zu sagen, wo kann ich je mein Gott singen? Da braucht man ein Gefängnis nennen. Nicht, dass er recht hat, aber die Umstände, die Lehres, was zu tun hat, da braucht man hier. Das sagt Anmerkung, das sagt so, dass wenn die Wahrheit keinen Grund hat, aber wenn du sitzt, wo er durchdrehen hat, wo er auf den Grund der Wahlen, der Schlüren und sein Leben an, und was der Tag, kann man sagen, dass der Tag ever wird, dann stimmt sein Haus. Josef stimmt, wenn er auf dem Grund gebaut wird. Und das, was wir machen tun. Wir machen auf den Grund nachbauen und du boven leben. Und dort klar haben. Ich weiß, wie kann verschiedene Dinge sein. Das und ja und die Dinge sollst du nicht tun. Die Bibel ist voll von so.
Aber wie man erst klar haben, dass Gott sein Wort als der Grund. Hierboven soll wir all das andere Leben bühen. Hierboven soll wir wohnen, hierboven soll wir leben. Und dann da wir dort anfangen zu studieren und zu lernen, und dann wird das uns unterrichten, und dann kommen all diese Dinge nehmen, was wir nicht sollen und sollen tun. Und bevor wir Grund haben, dann können wir all das versuchen zu tun. Wir können so gut proben zu leben als möglich. Aber wenn der Tag ist kommt, so ein Haus fällt, wenn das nicht auf dem Grund ist. Wie sollen viele Menschen, die leben ein sehr gutes Leben, aber haben Jesus Christus nicht. Ob ein von ihr leben, wenn sie Jesus Christus nicht haben, das Haus besteht nicht. Und so ist es mit uns auch. Wir müssen dort ganz klar haben. Ich gleich, weil hier von dir ein anderer Mann in unseren hier Namen bringen, und das ist Jesua. Jesua wird ein von den Männern, auch wo von Ägypten gekommen werden, wo nur noch hier in Land Kanaan kommen können. Moaz wird nu wach und Gott sagt, nu soll er wieder leiden. Und dann in Vers 7, du sagst, ich will das an Hochdeutsch lesen, ich gleich doch besser, was du sagen wirst. Du sagst, sei nur getrost und sei freudig, dass du haltest und tust aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist, was ich auch anspornen. Nimm Gott sein Wort. Gott hat uns durch den Heiligen Geist uns diese Bibel gegeben, abschrieben, taubstellen, dass wir von dir haben. Und das ist, was ich will haben. Wenn du wirst eine Wahrheit leben, dann du nicht nur der rechte sieht, auch nicht nur der linke sieht, von Gott sein Wort war ich weg. Voll dort nur, was Gott sein Wort sagt. Tagtäglich, jeder Tag. Und triff die so aus, oder durch den Tag, wo stehe ich mit Gott? Gott, das ist eine Entscheidung, die ich gemerkt habe, was der dort zu meinem Leben? Wohnleuten haben wir diese Wahrheit? Oder sind ich nur der Linke sieht, oder irgendwo aufgewogen? Stehe ich irgendwo nicht mehr an den Wort? Hast du irgendwo in meinem Leben, wo ich wachgedreht bin von dir? Wie es das wird, was Gott sagen wird, zu ihm. Du sollst nicht nur der Rechte sehen, nicht nur der Linke sehen, aufdrehen und dann sagen, dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du eine Wahrheit leben und die Dinge, die du tust, werden Erfolg haben. Und dasselbe Ding ist in unserem Leben. Wie tagtäglich wir leben von der Büten, wir schaffen, wir arbeiten, wir tun Dinge. Wenn du was haben, dass die sollen Erfolg haben, dass du was eine Wahrheit leben, dann musst du nur Gott sein Wort leben. Und wenn du Gott sein Wort anfängst, bis sein mein Schaf ist ein Ding, und du leist die Bibel auf dem Schauf und sagst, du kannst bleiben, das sind uns so aus, oder sind aus dem Morris, und dann wo ich die drei hole, dann ist das weit auf. So, weil wir uns nur Gott sein Wort rechten, Gott sein Wort aus unseren Grund haben, aus uns Regeln, nur das go wie, so ist, was Gott sein Wort lehren hat. Das Morgen kriegt Jesua auf ein von seinem Leben, ganz auf ein von, wo die Geschichte von ihm abgeschrieben ist. Du sagte der Volk Israel, sagte, ich kann von dir eine Wohl merken. Was du was tun. Und sie was der Jäger nur folgen, verschiedene, was sie mitgeschleppt haben, in Tjan gelehrt haben, was seine Feste werden und so weiter. Oder sie wollen Gott nur folgen. Jene wohl. Jesua Kapitel 24, 14, Vers 16. Dann sagte er, ich aber in mein Haus, wie wollen Gott nur folgen, wie wollen Gott tun? Hast du so eine Entscheidung gemerkt an dein Leben, wenn du denkst, das an eine Wahrheit zu leben? All die anderen, jetzt ist es viele Fehler, die wir merken. Jana der und dieser und dieser hat all getan. Und jetzt sitzen die Camp alle wieder und die können alle Geld tun. Ich will auch bloß mal. Das ist nicht Wahrheit. Wenn wir eine Wahrheit leben, dann müssen wir dieselbe Entscheidung merken. Du oder Jana, wenn die Fehler merken, ich würde wenig an dieser Wahrheit wandeln. Ich würde wenig an Wahrheit leben. Mir hilft doch nicht reich, wenn Jana eine rechte Entscheidung merkt, dass ich auch kann. So tun, als einer der Sinne ist, was dort an unser Leben will bringen, an uns tagtäglich Leben, wo wir leben. Weißt du was, mal, hast du hier so einen Jana, der so arbeitet mit dem ganzen Ding, was er hat, und mal,
wat hij alles heeft, en wat hij alles deed, en wat hij alles erlangen heeft al. Dat zit nu een groter smaker boom vol vrucht, aber oing is keine grond. De kleinste Sturm, wo die kam, kann het doodpusten. Aber wenn wir in Gott sein Wort ans Gründen lassen, dann kommen wir bei der Entscheidung und sagen, weißt du was, müssen don't, was du das. Ich will Wahrheit leben. Ich will Wahrheit nur folgen. Und ich will dabei leben. Dort ist, was erfolgt ist. Vielleicht seht ihr das so mit meinem Leben, das ist nicht. Wenn das hier diese Erde vielleicht nicht seht, aber der Himmel ist über all das, was wir hier wollen, etwas kriegen. Dann stell die dort verdienen ihr. Wenn die das vielleicht so sieht, dass das Leben ist schwer und Jahren sind, das sieht alles so Strom, dann stell die den Himmel vor. Dann check du an. Und dann sagt die Augen ab Gott. Und dann reist du an. Leer die Dinge, wo du siehst, was arg sind, das sieht schüben, wenn die andere das tät. Leer die du nicht mehr nur horchen. Und dann lebt die Wahrheit. Römer 12, 1-2. Brüder, weil Gott so viel Genut und Mitleid an jünt bewiesen hat, ermutigt jünt, jüne Körpers Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Lohnt dort jünt jässlicher Gottesdienst sein. Stellt jünt nicht so an, als diese Welt tät, die sollen durch jüne neue Gesinnung verändert werden, dass die weiten kann, was Gott sein Willen ist, was gut, angenehm und vollkommen ist. Das ist, was Paulus der Römer schrieben, da sagt er, Brüder, weil Gott so viel Genut und Mitleid an jünt bewiesen hat, ermutigt jünt, jüne Körpers Gott zu geben. Als ein heiliges und lebendes Opfer. All diese andere anrennen Dinge sollen mal weich sein. Die sollen oft sein, das Seed sein, dann an der Wahrheit zu leben. Man sagt wieder, jedem als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Wo ist das? Soll man ans Leben passieren? Kann Gott dein Leben annehmen als ein heiliges Opfer? Kann Gott sich dazu freuen, wenn du nicht checkst, dass du leben lässt? Liest du in dieser Wahrheit? Bist du das heilige, lebendige Opfer, wo Gott nur sehen lässt, dass du leben lässt? Ich sage wieder, wir sollen nicht ans Handstellen, dass die Welt hat. Wir sollen nicht checken, dass teure Jana, das kann so und dann das auch tun. Ich sage, wir sollen eine neue Gesinnung haben. Wir sollen anders denken. Wir sollen anders leben. Ich sage wieder, wir sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wie Gott uns übergeben hat, dann sollen wir anfangen, anders zu leben. Dann sollen wir uns denken, uns sein mal ändern, und anders denken, als was die Welt dort tut. Dann ist das wichtige Ding, wo wir mal verstehen können, wenn wir das wollen verstehen. Er sagt, dort die weiten können, was Gott sein Willen ist. Du, wenn du willst eine Wahrheit leben, wenn du willst weiten, was Gott sein Willen ist, das ist die Antwort. Nimm Gott seine Genut an, und dann lebt er in. Und lass Gott an dein Leben, deine Gedanken transformieren. Wenn du erst gedacht hast, es ist alles okay, dann wird dir das lernen, das ist nicht okay. Wenn du erst gedacht hast, es wird reich, dann aber auch reich ist, das wird lernen, das ist auch reich, und das ist reich. Ein bei ein, dass die uns Verstand am anderen kann, und dann ab einmal, wo wir verstehen können, was Gott sein Willen ist. Und wir wollen können anfangen, so zu leben, als was Gott will haben. Wir wollen können anfangen, in Wahrheit zu leben. Aber bevor wir diese Dinge tun, dann können wir nicht in Wahrheit leben. Wir müssen erstmal uns Verstand, uns Denken am anderen lassen, und am Drehen lassen, und am Wegen, und dann anfangen, Gott sein Wort nur zu folgen. Wenn er sagt, was gut, angenehm und vollkommen ist, das kommt daraus, wenn wir das tun. Und wenn wir diese Dinge tun, das ist, wo wir in Wahrheit leben tun. Und dann trägt uns gleich noch unseren Text, wo wir 6 mit abhören tun. Ich will gleich durch von dir auch mit schließen. Johannes 8, 32. 31 durch 32. Und Jesus sagte zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei der Welt bleiben, was ich gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann, wo je weiten, was Wahrheit ist,
en de waarheid wordt je vrij maken. Want je bij de weet blijven, wat ik je geleerd heb, zegt hij. God zijn woord. Dan waar we in waarheid leven, en de waarheid wordt ons vrijzaten. Van al die dingen, wat in ons leven aangekomen zijn, van al die dingen, wat ons gebonden gaan, dan waar we gaan vrij worden. Maar voor we aan God zijn woord, als ons fundament gaan, dat ons leren, dat ons onrechten dat, dan kan dat niet passeren. We moeten eenmaal aan de leer blijven, door bij aanvangen te leven, en dan wordt het ons zijn änderen, dan wordt het ons denken änderen, en we worden aanvangen dalen aan de waarheid te leven. En we worden dalen op de grond, en de fundamenten opgeroepen, en doen ons leven, en dan waar we bestaan. En zo zeg ik zeggen, wenn wir hören, was Jesus sagt, er sagt gleich, dass einer besser oder schlechter Gebet hat. Alles, was der Unterschied ist der Grund. Ich kann sehr gut das Leben leben. Aber wenn Jesus Christus in Gott sein Wort nicht das Fundament ist, das schafft nicht. Gott sein Wort muss das Fundament in unserem Leben sein. Und deswegen, ich will Ihnen von dir ein paar Dinge sagen, wenn ihr alles andere, alle vergeten von diesen 3 Botschaften, die ich gebracht habe, dann will ich Ihnen sagen, ein paar Dinge soll die klar haben. Dass du erst bloß Wahrheit oder Wahrheit an Gott sein Wort. Entweder das Reich oder das Unreich, das was ich will sagen. Du hast bloß Leben oder bloß Tod. Du hast nichts dazwischen, was nicht wird sein. Du hast bloß der Himmel oder der Hölle. Du hast kein Streck dazwischen. Eins oder das andere. Leben oder Tod, Wahrheit oder Unwahrheit. Und wenn du diese Dinge wirst klar haben in dein Leben, und du wirst anfangen, du noch zu leben, du wirst die Leute Gott sein Wort und ihr Rechten dort zu leben, dann wirst du anfangen, dort zu leben. Und uns wird das Leben so wir wollen gerne anfangen, so zu leben, als was diese Männer deuten, was ich ihnen vorgestellt. Josef, am Wort von der Jessel gesehen, von verschiedenen Dingen, deib euch reden. Und Daniel wordt in seine Wahrheit, was er gelebt hat, probeerde anzugreifen. Und der interessiert das nicht, der gleicht das nicht, der hält nicht von, und der versucht nur eine Ursache, wo sie am können angreifen. Aber wir bloß eindenken. Gott wird seine Wahrheit. Das einzige Ding, wo sie am können, wo sie würden am können mit treffen, wird Gott seine Wahrheit. Und du musst es mit Lesen umkommen und proben am anzubringen. Aber wir haben das auch gelesen, dass das nicht passieren wird. So, wenn du wirst bestehen bleiben, dann leef de Wahrheit en leer de Wahrheit. En zet deze 3 dingen op de Wahrheit ab. Die leer, die leef en die leven. Wenn die worden op de Wahrheit stehen, dann wirst du bestehen. Und behalt an denk, Gott ist Wahrheit. So tun es Lees, du bist reich oder unreich, du bist dood oder leben. Das sind die einzigen Dinge, die wir wählen können. Wir wollen uns auch aufnehmen im Gebet. Lieber wir vor, wir kommen für die und wir danken die. Wir danken die, die uns Gott bist, dass die uns leben das, dass die den sehen Jesus Christus hast in diese Welt neigeschickt. Dass all die Fehler, die ich merken da und gemerkt habe, die sind vergift. Aber das meint nicht, dass ich kann leben, das was ich will. Wir machen das Wort Gottes, den Grund, den Fundament an uns Leben ansagen und dann du nur anfangen zu leben. Vater, help uns, dass du uns wirst können lehren, dass du uns wirst können erreichen, dass wir mit dem Wort wollen ein Leben fallen, dass wir dem Wort wollen leben und dass wir wollen lernen, die Eierreichtigkeit aufzuschieben. Dass wir wollen lernen, nur nicht nur noch zu gehorchen. Dass wir wollen lernen, nur die Wahrheit zu leben und zu gehorchen und im Verlangen durch noch haben. Wenn da wird uns Leben, uns Gedanken transformieren, zu dort, was du was haben, wo wir sagen sein. Vater, ich bete bloß von jeder einer, der hier von dir Band ist, jeder einer, der diese Botschaft horchen hat, dass er sich von dem Wort und Trag wiesen und lehren und erreichen. Da bete ich in deinem Namen. Amen.